Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Nach unten abrunden klingt nach dem Prozess, den viele Männer in meinem Alter einfach durchmachen. Da können wir gar nichts für. Aber es ist genau das, was Kettler mit diesem Bike hier gemacht hat, dem neuen Cargoline 5600. Es rundet das Cargoline-Portfolio nach unten ab und bildet den Einstieg in die Welt der Kettler Long Johns. Und in diesem Video wollen wir herausfinden, was dieses Bike alles kann. Hi, ich bin Transparenz-Tillmann. Kettler hat uns dieses Fahrrad ausgeliehen und sie unterstützen die Produktion des Videos finanziell. Sie haben uns nicht gesagt, was wir irgendwie wie sagen sollen. Alle Gedanken und Äußerungen sind meine bzw. unsere eigenen und Sie bekommen das Video auch nicht zu sehen, bevor du es jetzt gerade zu sehen bekommst. Und damit viel Spaß! Kettler ist ein traditionsreicher deutscher Fahrradhersteller. Am bekanntesten sind sie wahrscheinlich für das Kettler Alurad. Das war 1977 das erste Fahrrad mit einem in Großserie geschweißten Aluminiumrahmen und hat ziemlich viel durcheinandergewirbelt damals. Sie hatten im Laufe der Zeit immer wieder interessante und spannende Konzepte und mittlerweile haben sie ein großes Portfolio an verschiedensten Rädern, von Kinderrädern über Gravelbikes bis hin zu SUV-E-Bikes, City-E-Bikes und solchen großen Lastenrädern. Ende 2022 hatten wir schon mal ein Cargoline, damals mit der Vollfederung, dem Kids Carrier. Und das hat tierisch viel Spaß gemacht. Jetzt ist es ein bisschen wärmer draußen und wir haben die Einstiegsversion von dem Cargoline. Und wie schlägt sich das jetzt? 1,5 Jahre später? Das wollen wir mal herausfinden. Das Cargoline ist ein Lastenrad in der Long John Bauart. Wir haben ein kleines Vorderrad, die Ladefläche in der Mitte, dahinter das Cockpit und der Sattel und ein großes Hinterrad. Am auffälligsten ist wahrscheinlich das hier, beziehungsweise das, was hier nicht ist. Kettler verbaut bei dem Cargoline nämlich das Eliane-System. Das hat der niederländische Erfinder Eliane Feitman entwickelt und Kettler kombiniert es mit einer gefederten Schwinge. Das System lässt sich als einspuriges Achsschenkellenkungssystem beschreiben, denn das Vorderrad lenkt hier um eine Achse herum. Dieses System soll deutlich stabiler sein als klassische Gabelsysteme und die Kräfte werden ganz anders vom Rahmen und vom ganzen System aufgenommen. Auch beim Bremsen zum Beispiel wird die Kraft ganz anders in den Rahmen geleitet. Auf jeden Fall sind diese ganzen Lager hier deutlich größer als bei klassischen Naben. Das ganze System sieht auch insgesamt ziemlich fancy und außergewöhnlich aus. Natürlich gibt es hier so eine gewisse Einschränkung im Lenkeinschlag, aber wie das System beim Fahren funktioniert, das sehen wir nachher mal am Fahreindruck. Auf jeden Fall kann durch dieses System die Ladefläche nochmal besser genutzt werden. Denn da, wo bei normalen Long John Lastenrädern hier vorne ein Rahmenteil ist, um die Gabel aufzunehmen, ist hier nichts. Auch der oder die Akkus werden gekonnt versteckt, denn es gibt auf der einen Seite hier solche kleinen Schlüssellöcher. Da steckt man den Schlüssel rein, dreht das und dann kann man diese Klappe hier abnehmen. Und da ist
in diesem Falle gar kein Akku drin, sondern der ist auf der anderen Seite. Hier ist nämlich ein zweites Akkufach und das Rad kommt standardmäßig mit einer 625 Wattstunden Batterie bzw. einem 625 Wattstunden Akku. Und dann kann man ihn ganz einfach in der Wohnung laden und dann, wenn man losfahren möchte, wieder reinschieben und dann wieder die Klappe davor machen. Aber wenn ihr das Glück habt, das Rad da laden zu können, wo ihr es nachts abstellt, könnt ihr auch direkt hier am Fahrrad laden. Ich finde das gesamte Design des Cargoline ziemlich außergewöhnlich. Erstmal ist natürlich am auffälligsten wahrscheinlich dieser Lenkmechanismus und der Federmechanismus vorne, aber auch alle anderen Rahmenteile stehen dem in nichts nach. Das ist richtig organisch geformt, wenn man so will, schöne Rahmenformen, schöne Rohrprofile. Und das Design ist auch gleich wie bei dem vollgefederten Modell. Nur dass hier in der Mitte unter dem Sattel, da wo bei dem vollgefederten Modell der Dämpfer ist, hier ein einfaches Rohr ist und dann halt ein bisschen Platz. Ich finde, das haben sie richtig schön hingekriegt. Und über den folgenden Punkt dürft ihr jetzt mal in den Kommentaren debattieren. Und zwar die Kette hier. Der Rahmen des Cargoline hat zwar eine Öffnung, um einen Riemen hier durchzuziehen, Kettler verbaut aber wahrscheinlich aus Kostengründen einfach eine Kette. Und ja, Riemen haben deutliche Vorteile, was die Wartungsarmut und die Langlebigkeit angeht. Allerdings sind Ketten halt mit einem Minimum an Wartung auch sehr langlebig, lassen sich leicht wieder beschaffen, sind günstig und wahrscheinlich auch deutlich leichter zu recyceln als ein Riemen. Also ich sehe nicht nur Vorteile beim Riemen, aber sagt doch mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Damit möglichst viele Leute mit dem Cargoline fahren können, hat Kettler dem Rad einige außergewöhnliche Details spendiert. Erstmal ist das Sitzrohr weit nach hinten geneigt, damit kleinere Leute näher an den Lenker kommen und größere Leute weiter weg. Der Einstieg ist jetzt nicht super niedrig, aber man kommt trotzdem auch als kleine Person verhältnismäßig leicht hier rüber. Der Verstellbereich der Sattelstütze, der ist ordnungsgemäß, aber das Besondere ist hier der Lenker. Der Lenker lässt sich nämlich sehr einfach in der Höhe verstellen und dann auch noch in einer ziemlich großen Bandbreite. Aber das ist jetzt nicht unbedingt was Außergewöhnliches. Das Außergewöhnliche fängt hier oben an, denn der Lenker ist auch noch sehr einfach in der Neigung zu verstellen. Und damit verstellt man ihn nicht nur in der Neigung, sondern durch diese BMX-Bauform hier auch sehr weit in dem Reach. Man kann ihn entweder sehr weit nach hinten stellen, wenn man sehr aufrecht sitzen möchte, oder sehr weit nach vorne, wenn der Lenker weiter von dir weg soll und du eher sportlich sitzen möchtest. Diese Lenkerkomposition, die ist mir schon damals in dem Rad 2022 sehr positiv aufgefallen. Damit bekommen alle ihre passende Sitzposition. Der Lenker wiederum ist sehr reduziert. Erstmal hat er eine große Breite und ist verhältnismäßig gerade, neigt sich nur an den Enden so ein bisschen Richtung Sattel hin. Und dann sehen wir hier auf der rechten Seite die Schaltung oder den Schalthebel der Fünfgangschaltung und auf der linken Seite nur die LED-Remote. Das Kettler Cargoline kommt standardmäßig ohne irgendein Display aus, sondern die LED-Remote, die kann mit ihren LEDs und ihrer Anzeige zumindest so die Basisinformationen anzeigen. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, müsstet ihr hier ein Display nachrüsten oder euer Smartphone verwenden. 4 Unterstützungsstufen gibt es, die hier mit einer farbigen LED angezeigt werden. Entweder ist das System aus, es leuchtet grün, es leuchtet blau, es leuchtet lila oder es leuchtet rot. Und hier an diesen 5 LEDs wird dann der Akkuladestand angezeigt. Aber natürlich bietet das System in der Theorie alle Konnektivitätsoptionen des smarten Systems. Und ein Punkt, den ich noch erwähnenswert finde, ist der Ständer. Wenn man das Rad vom Ständer runterschiebt, dann funktioniert das verhältnismäßig einfach, hat aber trotzdem einen guten Widerstand, dass es nicht automatisch runterrollt. Und dann kommt man auch sehr einfach an den Ständer ran und kann das Rad einfach auf den Ständer bringen. Das können nicht alle Räder, das Kettler Cargoline kann es aber. Aber was kann es jetzt so cargomäßig, das Cargoline? Erstmal hat es hier hinten immer einen Gepäckträger mit dabei, in der Standardausstattung, der mit 27 Kilogramm belastet werden darf. Ist also auch freigegeben und tauglich für einen weiteren Kindersitz. Der ist extra für diesen Rahmen hier entwickelt worden und fügt sich richtig schön in das Gesamtbild ein.
Hier oben lassen sich natürlich einfach Dinge draufstellen und verzurren. Allerdings gibt es hier auch diese Streben an der Seite, an die man einfach eine Packtasche hängen kann. Wie diese Red-Rebane zum Beispiel. Das Kernstück ist aber natürlich diese Ladefläche. Die ist bei dem Cargoline 600 mm lang. Wer hätte das gedacht? Und es gibt aber auch eine 800 mm lange Version, wenn ihr einfach ein bisschen mehr Platz braucht. Und für diese Ladefläche gibt es verschiedene Optionen. Erstmal könnt ihr sie natürlich als flache Ladefläche nutzen, für größere Gegenstände oder wenn ihr eigene Aufbauten oder so habt. Aber Kettler bietet dann noch zwei Boxoptionen an. Einmal die Woodbox und die Flexbox. Wobei die Woodbox flexibler ist als die Flexbox. Dafür ist die Flexbox nicht aus Holz, sondern hier aus Kunststoff. Große, stabile Kunststoffplatten sind das, die auch bei starkem Wettereinfluss ihre Form, Farbe und Struktur behalten. Und das ist insgesamt eine ziemlich stabile Box. Die Box ist hier vorne verhältnismäßig niedrig, weil natürlich auch kein Rahmenteil hier sein muss. Und hier gibt es eine Trittstufe zum Einsteigen. Denn diese Box ist zusätzlich noch mit der optionalen Kindersitzbank ausgestattet. Die ist richtig schön breit, besteht aus demselben Material wie die Wände hier links und rechts und hat auch eine verhältnismäßig hohe Rückenlehne. Ausgestattet ist das Ganze dann noch mit einem 3-Punkt-Gurt mit dem Fitlock-System, das auch noch mit dieser zusätzlichen Kindersicherung ausgestattet ist, sodass man hier erstmal drücken muss und dann drehen kann. Das verstehen Kinder wahrscheinlich erst später. Und zusätzlich lassen sich diese Gurte natürlich in der Weite verstellen, aber auch noch in 3 Stufen in der Höhe, sodass sie auch für die Größe des Kindes richtig eingestellt werden können. Die Kinder haben hier nach oben auch bis zum Lenker richtig schön Platz. Und dann ist hier unten noch ein Fach. Und da sind nicht die Akkus drin, wie wir gesehen haben, sondern das ist ein abschließbares Handschuhfach. Das ist jetzt mit der Kindersitzbank nicht ganz so einfach nutzbar, aber flache Gegenstände sowie Handschuhe kann man trotzdem hier ganz gut drin verstauen. Und natürlich gibt es dafür auch noch ein Regenverdeck. Das kommt von den niederländischen Spezialisten Klareis und sieht auf den ersten Blick so aus, als sei es falsch rum montiert. Ist es aber gar nicht. Hier gibt es einen festen Rahmen, einmal komplett drumherum, auf den dann dieses eigentliche Regenverdeck übergestülpt wird. Und auch wenn es optisch vielleicht ein bisschen außergewöhnlich aussieht, bietet es einen sehr großen Schutz und hat sehr viel Platz hier drunter. Links und rechts gibt es große Seitenscheiben, die sich dann mit Reißverschlüssen öffnen lassen. Dann löst man den Klettverschluss und kann dann die Kinder einsteigen lassen oder man rollt es einmal auf und dann kann man auch mit geöffneten Seitenscheiben fahren und die Kinder kriegen etwas mehr Luft. Vorne und hinten befindet sich jeweils eine große Scheibe und durch die niedrige Front kriegen die Kinder alles vom Verkehrsgeschehen mit und auch vom Sattel aus kann man das Vorderrad sehen, was einigen sicherlich mehr Sicherheit vermitteln wird. Jetzt haben wir alles gesehen, was das Rad ausmacht. Jetzt fahren wir mal eine Runde mit dem Kettler Cargoline und hier drin sind jetzt meine beiden Mitarbeiter, die Säcke schön angeschnallt, dann noch ein bisschen Rucksack und so, also insgesamt gute 45 bis 50 Kilogramm Gewicht und wir wollen mal sehen, wie sich dieses Fahrrad schlägt. Und der erste Test wie immer der Beschleunigungstest und wir müssen uns ein bisschen auf das Gefühl verlassen, denn hier ist ja einfach kein Display. Deswegen gucken wir mal, wann der Motor einfach aufhört zu unterstützen. Wir sind in der höchsten Unterstützungsstufe im Turbomodus und in der kleinsten Übersetzung. Und wir legen los. Okay, jetzt sind wir bei 25 km/h. Der Motor unterstützt nur noch ein ganz kleines bisschen, so wie er halt bei 25 km/h unterstützen darf. Und was zuerst auffällt, es ist unspektakulär. Also das Rad beschleunigt zuverlässig. Das Coole an der Nexus 5 ist, dass man beim Hochschalten keine Kraft vom Pedal wegnehmen muss, sondern da kann man einfach auch unter Volllast schalten. Nur beim Runterschalten muss man etwas Kraft vom Pedal nehmen. Hier über einen etwas unebenen Radweg fährt das Rad ziemlich entspannt rüber. Der breite Lenker vermittelt erstmal echt viel Kontrolle. Also das fühlt sich richtig entspannt an. Und wir beginnen gleich den Aufstieg zu dem grandiosen
Jerusalemsberg. Wir haben jetzt keine Chance zu sehen, was wir machen, aber wir blenden das dann mal ein. Fahren so ein bisschen nach Gefühl, hohe Trittfrequenz, wenig Leistung aufs Pedal. Wir sind jetzt im zweiten Gang, schalten mal einen dritten hoch und der ist dann schnell zu hoch. Zweiter Gang. Ja, die Übersetzung ist gut. Also im zweiten Gang hier hoch. Das heißt auch, dass man bei stärkeren Steigungen immer noch einen Gang weiter unten zur Verfügung hat. Ich habe jetzt für diesen Fahreindruck eine verhältnismäßig aufrechte Sitzposition gewählt. Allerdings fällt auch auf, dass die Sattelstütze noch mal etwas weiter rausgehen könnte. Die ist für meine Größe etwas zu kurz. Gehen wir mal ein bisschen in die Kurve. Da kann das Kettler Cargoline echt seine Stärken ausspielen, weil es legt sich echt gut in die Kurve. Der Widerstand am Lenker ist nicht sonderlich groß, sondern sehr aktiv. Man kann den Körper leicht mitmachen lassen und was auch geht, ist das Freihändigfahren. Selbst mit montierter Kamera an der Seite. Das kann ich bei kaum einem Long John machen. Aber vielleicht liegt es auch an mir. Oder das Cargoline ist halt besonders gut abgestimmt. Bei den 5 Gängen gibt es bei der einen oder anderen Situation das Problem, in Anführungszeichen, dass der Gang entweder ein bisschen zu hoch oder ein bisschen zu niedrig ist für die favorisierte Trittfrequenz. Jetzt hier bei 25 km/h bin ich meistens im 4. Gang. Und wenn man aber besonders langsam treten möchte, dann könnte man auch in den 5. Gang gehen. Und der Motor unterstützt einen zumindest im Flachen auch im 5. Gang bei 25 km/h sehr zuverlässig. Ja, und beim Einlenken fühlt sich das Rad echt gut an. Hier bei so einer Rumpelstrecke ist das so, dass die Elastomerfederung einiges rausnimmt, aber auch immer so ein bisschen nachschwingt, weil dieses Elastomerteil die Federung und Dämpfung übernimmt. Aber das, was in der Box ist, wird nicht allzu stark durchgeschüttelt. Jetzt Gravel. So. Und hier lässt sich das Rad auch gut unter Kontrolle halten. Fährt gut über solche Sachen rüber. Schwingt ein bisschen nach, aber Stöße werden eben nicht 1:1 durchgetragen. Man merkt es so ein bisschen im Lenker, wenn so Baumwurzeln da sind. Aber hier kommt das Rad echt gut durch. Und hier runter. Und jetzt machen wir mal den Anfahrtest am Berg. Und hier sind wir jetzt wieder an der Rampe. Kleinste Übersetzung, volle Unterstützung. Und wir fahren mal los. Okay, neuer Versuch. Okay. Also das Rad an sich ist ja nicht besonders schwer. Und für solche Rampen, zum Anfahren an solchen Rampen, ist aber der kleinste Gang ein bisschen nicht klein genug. Der Bosch Performance Line oder der Cargoline Motor in diesem Falle, der unterstützt zwar gut, aber er ist auch nicht sofort da, sondern er braucht den Bruchteil eines Bruchteils einer Sekunde, die man aber in solchen Situationen dann doch merkt. Und das klingt auch so einfach. Der Lenker ist jetzt hier in einer ziemlich hohen Position. Ich könnte das Rad auch loslassen und nur mit dem Sattel schieben, denn das Vorderrad, das möchte sich mitbewegen, wenn man das Rad neigt. Und das führt zu einem sehr natürlichen Fahrgefühl. Und auch das langsame Fahren, wenn man mal komplett die Unterstützung rausnimmt. Das langsame Fahren ist ebenfalls kein Problem. Machen wir jetzt mal aber die Probe aufs Exempel und gucken, wie eng die Radien sein dürfen, die man in die Kurven lenkt. Ja, das ist jetzt das Maximum. Das ging aber eben gerade erstaunlich gut jetzt um diese enge Kehre rum. Man muss schon vorher bei sehr engen Kurven so ein bisschen gucken, wie weit man ausholen muss. Man muss sich erstmal an diese frühe Einschlagsbegrenzung gewöhnen. Und dann braucht das Rad halt doch verhältnismäßig Platz. Also wenn da eine Wand wäre, wäre ich da nicht rumgekommen. Und das heißt natürlich auch, dass beim Rangieren, dass man ab und zu noch mal ein paar Mal hin und her rangieren muss. Und jetzt sind wir gleich mal auf Kopfsteinpflaster. Hier durch diese kurzen, vielen Stöße kommt natürlich auch das Elastomer an seine Grenzen.
Aber so viel kommt da bei der Last und auch beim Fahrer nicht an von dieser Vibration. Es rumpelt ein bisschen in der Box, das kann aber auch der Kaffeebecher sein, der da drin ist. Die Box ist natürlich komplett ungedämpft, da ist keine Matte drin, da ist kein Polster drin. Aber so wie die beiden Säcke jetzt hier einfach so entspannt chillen auf dieser Bank, scheint das doch ziemlich entspannt zu sein. Und auch solche harten kleinen Stöße, wie gesagt, da kommt dann dieses Elastomer an seine Grenzen. Da fängt das Vorderrad auch so ein bisschen an zu zittern, aber das bringt das Rad insgesamt nicht aus der Ruhe. Und hier solche Kanten nimmt das Rad auch ziemlich entspannt. Also der Radstand ist ja verhältnismäßig groß, ist halt ein klassisches Long John, das merkt man dann auch. Nur bei stärkeren Stößen und mit mehr Schwung, da wippt die Schwinge vorne einfach ein bisschen. Die Schwinge schwingt quasi. Jetzt machen wir gleich mal den Bremstest. Wir beschleunigen jetzt gleich auf 25 km/h. Die sind jetzt erreicht und wir bremsen an der zweiten Schwelle. Okay, das ist ziemlich interessant. Wir haben jetzt einen Bremsweg von gut und gerne 4,5 Meter gebraucht. Long Johns haben ja einen echten Vorteil, was die Bremsung angeht, durch das hohe Gewicht, durch den großen Radstand. Und hier ist das jetzt so, wenn man vorne bremst, dann taucht das Rad vorne nicht ein, sondern bleibt ziemlich gerade. Deswegen hat das hier vorne richtig stark gebremst, sogar so stark, dass es hinten ein bisschen zum Rutschen kam, was ich normalerweise von Long Johns eigentlich nicht kenne. Die Bremshebel sind dabei richtig schön groß, fassen sich gut an, sind aber am Bremspunkt ein bisschen weich für meinen Geschmack. Fahren wir kurz mal weiter und ziehen dann Fazit. Also das Beschleunigen mit diesem Fahrrad ist tatsächlich mühelos. Das ist echt entspannt. Die Schaltung funktioniert gut und sie lässt sich sauber durchschalten. Man muss sich so ein bisschen an diesen Mechanismus gewöhnen. Auf der einen Seite auf den Pedalen bleiben zu können, auf der anderen Seite etwas Kraft wegzunehmen. Aber es geht auch schnell in Fleisch und Blut über. Das ist insgesamt eine gute Schaltung für die meisten Anwendungszwecke, außer wenn es richtig steil wird. Und auch höhere Kannsteine funktionieren ohne Probleme. So fährt sich das Kettler Cargoline. Insgesamt sehr unaufgeregt. Die Schwinge schwingt, sie nimmt Unebenheiten gut weg, hat aber so ein paar Besonderheiten. Das Rad lässt sich leicht und agil bewegen, das hat mir echt gut gefallen. Und auch die Fünfgangschaltung, die passt insgesamt echt ganz gut zu diesem Fahrrad. Wir wollen jetzt aber mal sehen, wie es sich in den letzten Wochen geschlagen hat. Und dafür gehen wir zu Zukunftstillmann ins Studio zurück. Jetzt waren wir mehrere Wochen mit dem Kettler Cargoline 5600 im Alltag unterwegs und haben alles gemacht, was wir einfach mit so einem Lastenrad als Familie ohne Auto machen. Und unsere komplette Bewertung anhand der Radelbeine Bewertungsmatrix findet ihr unten über den Link in der Videobeschreibung in Schriftform. Jetzt wollen wir aber mal uns 3 Punkte raussuchen, die uns besonders gut gefallen haben und 3 Punkte, die uns weniger gut gefallen haben. Und wir beginnen mit den 3 guten Punkten. Und da ist der erste Punkt. Dieses Rad macht einfach megamäßig viel Spaß. Es ist super abgestimmt, die Federung nimmt die gröbsten Schläge raus, die Lenkung ist direkt und leichtgängig, trotzdem neigt es nicht zum Flattern. Es lässt sich aber trotzdem komfortabel bewegen, auch dank dieser sehr stark zu verändernden Sitzposition. Das Kettler Cargoline ist einfach super agil, super wendig, gleichzeitig sicher zu fahren und macht richtig viel Spaß. Der zweite Punkt, der uns gut gefällt, ist der kompetitive Preis. Kettler hat bei einigen Rädern die Preise deutlich reduziert und das Cargoline 5 als Einstiegsmodell ist deutlich günstiger als viele andere Long Johns. Und das ist besonders dann erstaunlich, wenn man sich so diese ganzen Spezialteile hier ansieht. Natürlich wurden dafür aber auch ein paar Kompromisse gemacht, gehe ich gleich noch drauf ein. Und der dritte Punkt, der uns besonders gut gefällt, ist die Größe der Box. Und das trotz einer verhältnismäßig kurzen Ladefläche. Das liegt hauptsächlich an der großen Breite und an dieser Konstruktion, dass hier einfach noch ein bisschen mehr Platz ist als bei anderen Rädern mit einer 600 mm langen Ladefläche. Auf jeden Fall bekommt man hier auch größere Kinder rein oder größere Hunde oder eben auch größere Beladung. Diese Box hat uns aber nicht uneingeschränkt gefallen. Und da sind wir jetzt bei den 3 Punkten, die wir verbesserungswürdig finden, denn die Box und alles, was sich in und daran befindet, ist verhältnismäßig einfach.
Die Form der Box ist einfach, die Sitzbänke, die Gurte, auch das Regenverdeck ist einfach konstruiert, kommt ohne weitere reflektierende Elemente aus. Dafür ist es stabil. Die Gurte lassen sich nicht so leicht verstellen und auch der Inhalt der Box, also diese Box an sich, obwohl sie Flexbox heißt, lässt sie sich nicht einfach mal flexibel und schnell umbauen. Also da ist durchaus noch Potenzial. Der zweite Punkt, den wir erwähnenswert finden, ist diese Lenkung. Denn die sieht super aus, die funktioniert während der Fahrt klasse. Aber man muss sich einfach regelmäßig drum kümmern und nachfetten. Es sind Spezialteile, die lange halten sollen. Aber wenn dann doch mal irgendwas ist, dann kann man nicht einfach in den nächsten Laden rennen und diese Teile bestellen. Und das könnte auf Dauer die Wartungskosten und auch den Wartungsaufwand erhöhen. Und der dritte Punkt, der uns aufgefallen ist, ist die verhältnismäßig günstige Ausstattung. Ohne das Display mit der Kette und auch die Nexus 5e ist günstiger als eine Enviolo. Alles um den Preis auf unter 6.000 € zu drücken, selbst beim 800er Modell. Auf andere Sachen müsst ihr dann aber wiederum nicht verzichten, wie zum Beispiel die Ergon-Griffe, diesen bequemen Sattel oder auch die Magura-Bremsen. Also da, wenn ihr auf bestimmte Dinge Wert legt, dann müsstet ihr sie nach dem Kauf eventuell nachrüsten oder eins der teureren Modelle vom Kettler Cargoline nehmen. Aber für wen ist das jetzt überhaupt geeignet? Wenn ihr ein schlankes und schnittiges und schnelles Long John E-Lastenrad sucht, dann würde ich einen Blick auf das Kettler Cargoline werfen. Die Flexbox eignet sich dabei hervorragend, auch für größere Einkäufe, für größere Hunde. Ich würde sie allerdings nicht primär für den Kindertransport sehen. Da gibt es den Kids Carrier, der meines Erachtens deutlich besser geeignet ist. Gibt es allerdings auch nur für die 800er Version. Also wenn ihr primär Kinder mit dem Rad transportieren wollt, würde ich das längere Rad nehmen. Und bei dem Kids Carrier habt ihr dann auch noch so Laderaumabtrennung, so einen Kofferraum hinten drin. Das fand ich im Test Anfang 2023 wirklich sehr praktisch. Wenn ihr auch die größtmögliche Flexibilität haben wollt und mal sperrigere Gegenstände, mal Kinder, mal einen Hund, mal Einkäufe mitnehmen wollt, dann würde ich auch nicht die Flexbox empfehlen, sondern eher die Woodbox, denn die lässt sich einfacher umbauen und auch schneller mal komplett abnehmen. Also insgesamt ein spannendes Fahrrad mit ein paar verhältnismäßig einfachen Punkten, das sich aber wirklich klasse fahren lässt. Aber was haltet ihr jetzt von dem Kettler Cargoline? Wäre das euer perfektes Lastenrad? Habt ihr vielleicht eins und habt Dinge, die ihr noch anderweitig verbessern würdet? Habt ihr vielleicht eine komplett eigene Box da drauf gebaut? Sagt es mal unten in den Kommentaren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.